Hallo Freunde, ich bin glücklich, euch wieder auf meinem Kanal zu begrüßen. Heute werde ich euch eine weitere Handelsstrategie zeigen. Außerdem möchte ich nur zur Erinnerung sagen, dass wenn ihr an meiner geschlossenen Gruppe mit Handelssignalen teilnehmen wollt, dann schreibt mir das Codewort Signale in mein Telegram und ich werde euch hinzufügen. Der Link befindet sich in der Beschreibung. So, vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, Kommentare zu schreiben und Daumen nach oben zu geben. Los geht's! Heute werden wir mit der Hilfe des Indikators Bollinger Bands handeln. Dieser Indikator zeigt uns die ungefähren Preisbewegungen an, was uns wiederum hilft, den Markt zu analysieren. Wir werden die Hinweise dieses Indikators in Kombination mit der technischen Analyse verwenden. Es ist auch wichtig, auf die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu achten. Also, nun möchte ich noch einmal daran erinnern, wie dieser Indikator funktioniert. Wie man sieht, habe ich ihn bereits eingeschaltet. Also, der Indikator hat auch obere und untere Grenzen sowie einen gleitenden Durchschnitt. In einem Aufwärtstrend zum Beispiel bewegt sich der Kurs hauptsächlich im oberen Teil unseres Indikators. Der gleitende Durchschnitt kann auch als Unterstützungslinie dienen, von der aus der Kurs nach oben drückt. Auch in einem Abwärtstrend bewegt sich der Preis hauptsächlich im unteren Teil des Indikators und der gleitende Durchschnitt kann auch als Widerstandslinie dienen, von der der Preis abgedrängt werden und sich nach unten bewegen kann. Die Reaktion kann sowohl von den oberen als auch von den unteren Grenzen des Indikators ausgehen. Es gibt auch noch einige Muster, bei denen der Preis impulsiv über eine der Grenzen des Indikators hinausgeht. In diesem Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass es zu einem Pullback in die entgegengesetzte Richtung kommt. Wenn man solche Situationen auf dem Markt findet, kann man Geld verdienen. Es gibt also unterschiedliche Marktsituationen wie immer. Daher ist es nach wie vor wichtig, auf die allgemeine Handelssituation zu achten, die Unterstützungs- und Widerstandsniveau noch einmal zu berücksichtigen und gleichzeitig auf die Hinweise unseres Indikators zu achten. Der Indikator wird uns helfen, den ungefähren Bereich der Preisbewegung zu bestimmen. So, vielleicht gefällt euch diese Art des Handels und ihr könnt mit Hilfe dieses Indikators auch gutes Geld später verdienen. Fangen wir also an und betrachten wir die erste Situation auf dem Markt. Hier sehen wir, dass der Preis über die obere Grenze unseres Indikators gestiegen ist. Außerdem erreicht der Preis das Widerstandsniveau. In dieser Situation werden wir einen einminütigen Abwärtshandel eröffnen. Es ist wahrscheinlich, dass es in naher Zukunft einen Pullback nach unten geben wird. Es wird eine Korrekturbewegung geben. Das heißt, es wird eine Reaktion sowohl vom Widerstandsniveau als auch von der oberen Grenze unseres Indikators geben. Ich denke, dass es uns in dieser Situation gelingen wird, Geld zu verdienen und eine Minute wird völlig ausreichen. Also warten wir das Ergebnis ab. Nun, toll, Freunde, wie ihr seht, hat der Kurs wirklich die Korrekturzone erreicht. Es gab einen Pullback nach unten. Hier machen wir unseren Gewinn. Wir haben es geschafft, mit dieser Korrekturbewegung Geld zu verdienen. Kein schlechter Start, machen wir weiter, suchen wir den nächsten Einstiegspunkt. Hier sehen wir, dass es im Moment eine Abwärtsbewegung gibt. Gleichzeitig bewegt sich der Preis hauptsächlich im unteren Bereich unseres Indikators. Der Preis hat sich dem gleitenden Durchschnitt genähert. Hier werden wir einen Abwärtshandel eröffnen. Höchstwahrscheinlich wird sich der Preis weiter abwärts bewegen. In diesem Moment sehen wir, dass sich die rote Kerze mindestens bis zum hinteren Unterstützungsniveau weiterbildet. Das heißt, dieser Indikator hat uns geholfen, den ungefähren Bereich der Preisbewegung zu bestimmen. Und wir verstehen, dass es in naher Zukunft eine Reaktion des gleitenden Durchschnitts geben wird. Der Preis wird zurückschlagen und sich nach unten bewegen. Ich hoffe, dass in dieser Situation eine Minute für uns ausreichen wird. Warten wir also auf das Ergebnis. Sehr gut. Wie man sieht, hat sich der Preis tatsächlich weiter nach unten bewegt. Hier haben wir einen Gewinn erzielt. Dieser Indikator hat uns wieder einen guten Einstiegspunkt gegeben und uns geholfen, die weitere Kursbewegung zu bestimmen. Alles läuft prima. Machen wir weiter. Schauen wir uns die folgende Marktsituation an. Also Freunde, hier sehen wir, dass es einen Impulsausgang über die Grenze des Indikators hinaus gab. Wir öffnen einen Handel in die entgegengesetzte Richtung. Es ist sehr wahrscheinlich, dass in naher Zukunft wird es eine Art von Korrekturbewegung, ein Pullback auf der Gegenseite sein. Wir sehen gerade, dass es im Moment ein Failing gibt. Der Preis hat angehalten. Das bedeutet, dass der Preis in naher Zukunft in den Korrekturbereich eintreten wird. In solchen Situationen, je impulsiver der Ausstieg über die Indikatorgrenze hinaus ist, desto wahrscheinlicher, dass es zu einer Korrekturbewegung und einem Pullback in die entgegengesetzte Richtung kommt. Warten wir also das Ergebnis ab.
Nun, das ist ziemlich gut. Wie man sieht, hat der Preis wirklich die Korrekturzone erreicht. Es gab einen Pullback nach unten. Hier machen wir Gewinn. Tatsächlich gab es eine Reaktion von der unteren Grenze des Indikators und wir haben es geschafft, genau mit dieser Korrekturbewegung nach oben Geld zu verdienen. Fahren wir fort und betrachten wir die folgende Marktsituation. Also, hier können wir aussehen, dass es einen Ausstieg über die Grenzen unseres Indikators gab. Es gibt auch ein Unterstützungslevel oben. In dieser Situation werden wir auch einen einminütigen Aufwärtshandel eröffnen. Ich denke, dass der Preis in naher Zukunft auch in die Korrekturzone geraten wird. Es wird einen Pullback in die entgegengesetzte Richtung geben. Das heißt, die Reaktion wird sowohl von der Unterstützungsebene als auch von der unteren Grenze des Indikators ausgehen. Ich hoffe, dass in dieser Situation diese Zeit für uns ausreicht. Warten wir also auf das Ergebnis. Großartig, der Kurs hat wirklich die Korrekturzone erreicht. Es gab einen Impuls und einen sicheren Pullback nach oben. Hier bekommen wir ein wunderschönes, solides Plus. Diese Situation funktioniert wunderbar. Wir haben es geschafft, mit dieser Korrekturbewegung nach oben wieder Geld zu verdienen. Alles läuft großartig. Lasst uns weitermachen. So, hier oben haben wir ein Widerstandsniveau. Wir können auch sehen, dass es im Moment eine gute, sichere Aufwärtsbewegung gibt. Gleichzeitig ist der Preis über das Level und auch über die obere Begrenzung des Indikators hinausgegangen. Hier werden wir einen einminütigen Abwärtshandel eröffnen. Ich denke, dass es in naher Zukunft eine Art Korrekturbewegung und einen Pullback in die entgegengesetzte Richtung geben wird. Da wir auch sehen können, dass der Preis zum Zeitpunkt der Eröffnung des Handels ausgestoppt wurde, hat sich auch eine rote Kerze gebildet. Dies bedeutet, dass ein Pullback in die entgegengesetzte Richtung sehr wahrscheinlich ist. Warten wir also auf das Ergebnis. Nämlich gut, Leute, wie man sieht, hat der Preis wirklich die Korrekturzone erreicht. Es gab einen Pullback nach unten. Hier sind wir wieder profitabel. Ja, der Indikator war wieder richtig und hat uns einen guten Einstiegspunkt gegeben. Diese Situation funktioniert wieder perfekt. Lasst uns mit dem nächsten Einstiegspunkt fortfahren. Hier unten gibt es ein Unterstützungsniveau. Wir können auch sehen, dass sich der Preis im Moment nach unten bewegt und sich unserem Niveau nähert. Außerdem hat sich der Preis dem gleitenden Durchschnitt unseres Indikators genähert. Ich denke, dass es in naher Zukunft auch von dieser Zone aus eine Reaktion geben wird. Der Preis wird sich weiter in Richtung dieses Niveaus bewegen. So eröffnen wir hier einen Abwärtshandel für 2 Minuten. 2 Minuten habe ich auch Zeit mit Vorbehalt genommen, in Anbetracht der Tatsache, dass sich der Preis vielleicht weiter nach oben bewegen wird, bis zur oberen Grenze des Indikators, da es einen Abwärtstrend gibt und der Preis sich wellenförmig bewegt. Ich denke, dass unter Berücksichtigung all dieser Bewegungen 2 Minuten für uns ausreichend sein werden. Warten wir also auf das Ergebnis. Sehr schön. Der Kurs hat sich tatsächlich von der oberen Begrenzung des Indikators gelöst und ist bis zum Unterstützungsniveau gesunken. Es ist uns gelungen, mit dieser Abwärtsbewegung Geld zu verdienen. Der Indikator hat uns erneut dabei geholfen, den Bereich der Preisbewegung zu bestimmen. Es ist uns gelungen, die obere Begrenzung des Preisrückgangs zu bestimmen, die Zone, von der aus mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Reaktion erfolgen und der Preis seine Abwärtsbewegung fortsetzen wird. Wie man sieht, funktionieren diese Situationen recht gut. Fahren wir fort und betrachten wir die folgende Situation auf dem Markt. Hier sehen wir das Unterstützungsniveau. Wir sehen auch, dass es einen Zusammenbruch des Niveaus gab. In einer solchen Situation werden wir einen einminütigen Aufwärtshandel eröffnen. Wie wir auch sehen, dass der Preis über die Grenzen unseres Indikators gegangen ist. Zur gleichen Zeit hat auch der Preis gestoppt und grüne Kerzen beginnen zu bilden. Ich denke, dass es in naher Zukunft nach einer impulsiven Annäherung an das Level sowie einem impulsiven Durchbruch einen Pullback in die Gegenrichtung geben wird. Es wird eine Art Korrekturbewegung geben. In der Regel reicht in solchen Situationen eine Minute völlig aus. Ich hoffe, dass diese Zeit für uns auch in dieser Situation ausreichen wird. Warten wir das Ergebnis ab. Nun, das ist großartig. Wie ihr sehen könnt, hat der Preis wirklich die Korrekturzone erreicht und es gab einen Pullback nach oben. Hier machen wir wieder einen Gewinn. Diese Situation funktioniert sehr gut. Inzwischen habe ich bereits 8.000 € auf dem Konto und ich schlage vor, einen letzten Handel für heute zu eröffnen. Jetzt werden wir eine weitere Arbeitssituation auf dem Markt finden und weitermachen.
So, hier sehen wir, dass es einen Abwärtstrend und eine Trendwende gab und der Preis bewegte sich stetig nach oben. Gleichzeitig hat der Kurs die obere Grenze des Indikators überschritten. Eröffnen wir einen Abwärtshandel für 1 Minute hier. Ich denke, dass es in naher Zukunft auch in diesem Bereich eine Reaktion geben wird und der Kurs wird sich nach unten bewegen. Gerade in diesem Moment können wir sehen, dass sich eine schöne, sichere rote Kerze gebildet hat. Wir berücksichtigen auch die Tatsache, dass das gesamte Kurspotenzial, das nach unten geht, die wichtigsten Kurshöchststände werden immer niedriger. Daher wird in dieser Situation der sicherste Handel ein Trendhandel sein. Ich hoffe, dass in dieser Situation 1 Minute für uns ausreichen wird. Lassen uns also auf das Ergebnis warten. Naja, wie man sieht, kam eine Reaktion von der oberen Begrenzung des Indikators in der Tat an diesem Punkt der Preis zurückgedrängt und setzte die Abwärtsbewegung. Und es ist uns auch gelungen, mit dieser Abwärtsbewegung Geld zu verdienen. Der Preis hat ein hervorragendes Abwärtspotenzial. Inzwischen habe ich bereits 10.000 Euro auf dem Konto. Ich schlage vor, hier Schluss zu machen, den Gewinn zu fixieren und den Markt zu verlassen. So, alle Marktsituationen haben sich perfekt gezeigt. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, waren einige Marktsituationen einander ähnlich. Das bedeutet, dass sie auf dem Markt von Zeit zu Zeit auftreten. Jetzt weißt ihr, wie man den Bollinger Bands Indikator benutzt. Ich empfehle euch, selbst zu versuchen, diesen Indikator zu verwenden und nach ähnlichen Situationen auf dem Markt zu suchen. Danke, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Ich möchte euch nur daran erinnern am Ende, dass wenn ihr meiner geschlossenen Gruppe mit Signalen beitreten wollt, schreibt mir in Telegram das Codewort Signale und ich werde euch unbedingt hinzufügen. Abonniert den Kanal, schreibt die Kommentare und gebt dem Video Daumen nach oben. Viel Spaß beim Handel. Tschüss und bis bald.